Ich stehe mit meiner Familie am Flughafen und halte meine kleine Tasche fest. Meine Mutter sagt, sie geht noch kurz zur Toilette, kurz vor dem Boarding. In meinem Bauch zieht sich etwas zusammen, obwohl alles normal wirkt. Warum fühlt sich dieser Moment plötzlich falsch an? Diese Geschichte ist in einfachem Deutsch erzählt und zur Unterstützung gibt es Untertitel in fast jeder Sprache. Ich bin 8 Jahre alt und der Urlaub ist fast vorbei. Das merke ich schon am Morgen. Mein Vater schließt die Koffer. Der Reißverschluss klingt laut. Ich mag dieses Geräusch nicht. Es bedeutet Abschied. Meine Schwester läuft durch das Zimmer. Sie ist größer als ich. Sie wirkt ruhig. Ich beobachte sie und versuche genauso ruhig zu sein. Ich will nicht auffallen. Ich will kein Problem sein. Draußen wartet ein Taxi. Die Luft ist warm. Meine Mutter sagt, wir haben genug Zeit. Sie lächelt. Dieses Lächeln beruhigt mich. Ich setze mich ins Auto und schaue aus dem Fenster. Palmen ziehen vorbei. Die Sonne blendet mich ein wenig. Ich denke an das Meer. Ich denke an den letzten Tag am Strand. Ich habe eine Muschel gefunden und sie eingesteckt. Jetzt drücke ich sie in meiner Hosentasche. Sie fühlt sich glatt an. Das beruhigt mich. Am Flughafen ist alles groß. Alles ist laut. Koffer rollen über den Boden. Menschen reden durcheinander. Ich verstehe nicht alles, aber ich spüre die Unruhe. Ich gehe dicht hinter meiner Mutter. So fühle ich mich sicher. Mein Vater geht vorne. Er hält die Pässe. Meine Schwester geht neben ihm. Ich bin in der Mitte. Meine Mutter ist direkt hinter mir. Ich spüre ihre Nähe. Das gibt mir Kraft. Wir stellen uns an. Ich sehe Schilder. Ich sehe lange Reihen. Ich weiß nicht genau, wohin wir gehen. Aber mein Vater weiß es. Also folge ich einfach. Bei der Kontrolle muss ich meine Tasche ablegen. Das Band bewegt sich langsam. Ein Mann sagt mir, ich soll die Arme heben. Ich mache es. Ich fühle mich klein. Ich mag dieses Gefühl nicht. Hinter der Kontrolle ist alles heller. Es gibt viele Lichter, viele Farben. Meine Schwester sagt, sie hat Hunger. Mein Vater sagt, später. Meine Mutter nickt nur. Wir gehen zum Gate. Gate ist die Tür zum Flugzeug. Ich höre dieses Wort zum ersten Mal richtig. Ich merke es mir. Ich merke mir Dinge, wenn ich unsicher bin. Am Gate sitzen viele Menschen. Einige reden, einige schlafen, einige schauen auf Bildschirme. Wir setzen uns. Meine Mutter bleibt stehen. Sie schaut auf die Anzeige. Dann auf die Uhr. Dann beugt sie sich zu mir. Ihre Stimme ist leise. Sie sagt, sie muss noch kurz zur Toilette. Sie sagt, wir sollen schon mal Richtung Boarding gehen, wenn es losgeht. Sie sagt es ruhig. So, als wäre es nichts Besonderes. Ich nicke. Ich will brav sein. Ich will nicht fragen. Ich will nicht klammern. Also sage ich nichts. Eine Stimme aus dem Lautsprecher ruft etwas. Menschen stehen auf. Das Boarding beginnt. Boarding heißt, wir steigen ins Flugzeug. Ich verstehe es nicht ganz, aber ich sehe es. Mein Vater steht auf. Meine Schwester steht auf. Ich stehe auf. Ich drehe mich noch einmal um. Meine Mutter ist nicht da. Ich denke zuerst, sie kommt gleich. Gleich ist für mich ein kurzer Moment. Vielleicht 10 Sekunden. Vielleicht 20. Aber die Schlange bewegt sich. Wir gehen nach vorne. Ich ziehe am Ärmel meines Vaters. Ich sage, dass Mama noch weg ist. Meine Stimme klingt dünn. Mein Vater schaut nicht zurück. Er sagt nur, sie kommt mit dem nächsten Flug. Seine Stimme ist ruhig. Das verwirrt mich. Ich schaue meine Schwester an. Sie schaut auf den Boden. Sie sagt nichts. Sie wirkt normal. Zu normal. Jetzt stehen wir direkt vor der Tür. Ein Mann scannt unsere Tickets. Menschen hinter uns drängen. Ich spüre Druck im Rücken. Ich will stehen bleiben. Ich will warten. Aber meine Füße gehen weiter. Wir gehen durch den Gang zum Flugzeug. Der Gang ist eng. Die Luft ist kühl.
Ich höre Schritte. Ich höre Taschen. Ich halte meine Tasche fest. Im Flugzeug sehe ich viele Sitze, kleine Fenster. Mein Vater zeigt auf unsere Reihe. Wir setzen uns. Ich sitze am Fenster. Meine Schwester sitzt neben mir. Mein Vater sitzt am Gang. Der Platz neben ihm bleibt frei. Ich starre auf diesen leeren Platz. Ich denke, gleich kommt sie. Gleich setzt sie sich. Gleich sagt sie meinen Namen. Dann höre ich ein hartes Klicken. Die Tür schließt sich. Und in mir wird es still. Das Flugzeug rollt langsam über die Bahn. Ich sitze still und schaue geradeaus. Der leere Sitz neben meinem Vater ist wie ein Loch. Ich kann den Blick nicht davon lösen. Immer wieder schaue ich hin. Immer wieder hoffe ich, dass sie plötzlich dort sitzt. Der Motor wird lauter. Mein Kopf beginnt zu drücken. Der Druck kommt und geht. Erst leicht, dann stärker. Ich lege die Stirn an das kalte Fenster. Das hilft ein bisschen. Draußen bewegt sich alles schneller. Dann hebt das Flugzeug ab. Mein Magen zieht sich zusammen. Ich halte den Atem an. Normalerweise sagt meine Mutter jetzt etwas. Sie sagt, dass alles gut ist. Sie sagt, dass ich keine Angst haben muss. Jetzt sagt niemand etwas. Ich drehe mich zu meinem Vater. Ich frage leise, wann Mama kommt. Er antwortet ruhig, ohne mich anzusehen. Er sagt, sie kommt später nach. Er sagt, ich soll mir keine Sorgen machen. Seine Stimme ist fest. Zu fest. Das beruhigt mich nicht. Ich nicke trotzdem. Ich will ihm glauben. Ich will, dass alles wieder normal ist. Mein Kopf tut wieder weh. Es pocht hinter den Augen. Ich schließe sie kurz. Als ich sie wieder öffne, ist der Sitz immer noch leer. Die Zeit vergeht langsam. Ich weiß nicht, wie lange wir fliegen. Minuten fühlen sich wie Stunden an. Meine Schwester sitzt neben mir. Sie schaut nach vorne. Ich frage sie, ob sie Mama auch vermisst. Sie zuckt nur mit den Schultern. Sie sagt, Papa hat doch gesagt, dass alles okay ist. Dann dreht sie sich weg. Das macht mich still. Eine Frau bringt Essen. Ich nehme es, weil man es mir gibt. Ich esse ein bisschen. Es schmeckt trocken. Ich trinke Wasser. Mein Kopf schmerzt wieder. Ich sage nichts. Ich schaue immer wieder in den Gang. Jedes Geräusch lässt mich aufhorchen. Schritte, Stimmen. Aber niemand kommt zu uns. Der Flug endet. Das Flugzeug landet hart. Ich presse die Lippen zusammen. Menschen klatschen. Ich klatsche nicht. Ich stehe auf, als alle aufstehen. Ich bleibe dicht bei meinem Vater. Ich habe Angst, ihn zu verlieren. Wir gehen durch den Flughafen. Ich halte meine Tasche fest. Ich schaue nach links und rechts. Ich suche ihr Gesicht. Ich suche ihre Haare. Ich suche ihre Jacke. Überall fremde Menschen. Niemand winkt. Niemand ruft meinen Namen. Am Ausgang bleiben wir kurz stehen. Ich denke, jetzt kommt sie. Jetzt gleich. Aber mein Vater geht weiter. Er sagt nichts. Also gehe ich mit. Draußen ist es kalt, ganz anders als im Urlaub. Ich ziehe meine Jacke zu. Mein Kopf tut wieder weh. Ich sage meinem Vater, dass es mir nicht gut geht. Er legt kurz seine Hand auf meine Schulter. Er sagt, wir sind gleich zu Hause. Im Auto ist es still, die Straßen sind dunkel, Lichter ziehen vorbei. Ich lehne den Kopf an die Scheibe. Meine Augen werden schwer. Ich denke immer wieder an den Flughafen, an die Toilette, an das Warten. Mein Kopf drückt stärker. Dann wird es kurz besser. Dann wieder schlimmer. Zu Hause gehen wir rein. Die Wohnung riecht wie immer. Meine Schuhe stehen da. Alles ist am gleichen Platz. Ich schaue automatisch zur Tür. Sie geht nicht auf. Mein Vater sagt, ich soll ins Bett gehen. Meine Schwester verschwindet in ihrem Zimmer. Ich stehe noch kurz im Flur. Ich höre meinen Vater in der Küche. Gläser klirren. Schritte, normale Geräusche. In meinem Zimmer ziehe ich mich um. Ich lege mich ins Bett.
Das Licht ist aus. Mein Kopf tut noch immer weh. Ich drehe mich zur Seite. Ich warte auf Schritte im Flur, auf ihre Stimme, auf irgendetwas. Nichts passiert. Am nächsten Morgen wache ich auf. Die Kopfschmerzen sind weg. Für einen Moment vergesse ich alles. Dann erinnere ich mich. Ich springe auf und laufe in die Küche. Mein Vater trinkt Kaffee. Er liest Zeitung. Er sagt Guten Morgen. So ruhig. So normal. Ich frage, ob Mama heute kommt. Er schaut mich an und sagt, ja, später. Ich setze mich an den Tisch. Ich nicke. Ich esse mein Brot. Alles fühlt sich falsch an. Aber niemand reagiert. Und langsam lerne ich, dass Fragen hier keinen Platz haben. Die Tage danach fühlen sich leer an. Ich gehe zur Schule, als wäre nichts passiert. Mein Ranzen ist schwer. Nicht nur vom Gewicht. In meinem Kopf ist es still und laut zugleich. Ich höre die Stimmen der anderen Kinder. Ich höre das Lachen. Alles klingt weit weg. In der Schule frage ich mich, ob ich etwas sagen soll. Ob ich erzählen soll, dass meine Mutter noch nicht da ist. Aber niemand fragt. Also sage ich auch nichts. Ich sitze auf meinem Platz und starre auf das Heft vor mir. Die Buchstaben verschwimmen kurz. Mein Kopf beginnt wieder zu drücken. Es kommt und geht. Nach der Schule gehe ich nach Hause. Ich schließe die Tür auf. Ich höre Schritte in der Wohnung. Mein Vater ist da. Er fragt, wie die Schule war. Ich sage gut. Das Wort kommt automatisch. Es fühlt sich leer an. Ich schaue in die Küche. Kein Zeichen von ihr. Ich schaue ins Wohnzimmer. Nichts. Ihr Platz ist leer. Aber niemand sagt etwas dazu. Also lerne ich, nicht hinzuschauen. Abends essen wir zusammen. Mein Vater sitzt wie immer am Tisch. Meine Schwester erzählt etwas aus der Schule. Sie lacht sogar. Ich beobachte sie. Ich frage mich, wie sie das kann. Wie man lacht, wenn jemand fehlt. Ich versuche es auch. Es fühlt sich falsch an. Ich frage meinen Vater, wann Mama kommt. Er antwortet ruhig. Er sagt, bald. Er sagt es immer gleich, immer das gleiche Wort. Bald. Ich merke mir dieses Wort. Es hat keine Zeit. Es hat kein Datum. Es schwebt einfach. Die Tage werden zu Wochen. Die Wochen werden länger. Ich zähle sie nicht mehr. Ich zähle nur noch abends die Schritte im Flur. Ich hoffe jedes Mal, dass es mehr werden. Dass eine Tür aufgeht. Dass eine Stimme kommt. Aber nichts ändert sich. Mein Kopf tut öfter weh. In der Schule. Zu Hause. Manchmal mitten in der Nacht. Ich wache auf und starre in die Dunkelheit. Ich höre meinen Atem. Ich halte ihn kurz an. Dann atme ich wieder aus. So bleibe ich ruhig. Ich gehe weiter zur Schule. Ich spiele mit anderen Kindern. Ich renne. Ich lache. Für kurze Momente vergesse ich alles. Dann kommt es zurück. Immer dann, wenn ich allein bin. Einmal frage ich meine Schwester direkt. Ich frage, ob sie Mama vermisst. Sie schaut mich kurz an. Dann sagt sie, dass alles okay ist. Sie sagt, Papa kümmert sich doch. Dann geht sie in ihr Zimmer. Die Tür fällt leise ins Schloss. Das macht etwas mit mir. Ich ziehe mich zurück. Ich rede weniger. Ich denke mehr. Ich beobachte alles genau. Ich merke mir Stimmen, Bewegungen, Stimmungen. Ich lerne, wie sich Normalität anfühlt, auch wenn sie falsch ist. Manchmal stelle ich mir vor, dass meine Mutter gleich zur Tür hereinkommt. Ich stelle mir vor, wie sie mich ansieht. Wie sie sagt, dass alles ein großes Missverständnis war. Diese Bilder sind klar. Fast zu klar. Dann verschwinden sie wieder. Mein Vater arbeitet viel. Abends sitzt er oft still da. Er schaut fern, ohne richtig hinzusehen. Ich setze mich manchmal zu ihm. Wir sagen nichts. Das Schweigen fühlt sich schwer an, aber auch sicher. Worte scheinen gefährlich zu sein. In der Schule fragt mich ein Lehrer einmal, ob alles in Ordnung ist. Ich nicke sofort. Das Nicken geht schneller als mein Denken. Ich will nicht auffallen.
Ich will nicht erklären. Er schaut mich kurz an, dann geht er weiter. So lerne ich, dass man mit Schweigen durchkommt. 1 Monat vergeht. Dann noch einer. Niemand spricht mehr über meine Mutter. Nicht einmal ich. Der Gedanke tut zu sehr weh. Also schiebe ich ihn weg. Ich werde gut darin. Manchmal, wenn mein Kopf schmerzt, lege ich mich einfach hin. Ich schließe die Augen. Ich stelle mir einen Ort vor, an dem alles ruhig ist. Dort ist sie auch. Aber sie sagt nichts. Sie schaut mich nur an. Und langsam beginne ich zu glauben, dass dieses Gefühl mein neues Zuhause ist. Die Jahre gehen vorbei, ohne dass jemand sie zählt. Ich werde älter, ohne es richtig zu merken. Mein Körper wächst, meine Stimme verändert sich, mein Leben geht weiter. Aber etwas bleibt stehen. In der Wohnung verändert sich wenig. Die Möbel stehen noch da. Manche Dinge verschwinden langsam. Erst ihre Jacke, dann ihre Schuhe, irgendwann auch ihr Platz im Schrank. Niemand sagt etwas dazu. Dinge gehen einfach weg. So, als wären sie nie da gewesen. Ich gehe weiter zur Schule. Ich lerne. Ich schreibe gute Noten. Lehrer loben mich. Mein Vater nickt zufrieden. Meine Schwester ist oft unterwegs. Sie hat Freunde. Sie lacht viel. Ich beobachte sie aus der Ferne. Ich verstehe sie nicht mehr ganz. Zu Hause reden wir über Alltägliches, über Essen, über Termine, über das Wetter, nie über meine Mutter. Das Thema existiert nicht. Und wenn etwas nicht existiert, kann man es auch nicht vermissen. Das sage ich mir zumindest. Manchmal versuche ich mich zu erinnern. An ihre Stimme, an ihre Hände, an ihren Geruch. Aber die Bilder werden unscharf. Sie verlieren Details. Ich bekomme Angst davor. Also höre ich auf. Mein Vater wird stiller mit den Jahren. Er arbeitet viel. Abends sitzt er oft lange im Wohnzimmer. Der Fernseher läuft. Aber ich glaube nicht, dass er wirklich zusieht. Ich setze mich manchmal dazu. Wir sitzen nebeneinander. 2 Körper. Wenig Nähe. Ich stelle keine Fragen mehr. Fragen bringen nichts, das habe ich gelernt. Fragen führen nur zu kurzen Antworten oder zu Blicken, die sagen, dass man aufhören soll. In der Schule reden andere Kinder über ihre Mütter. Über Umarmungen, über Streit, über Regeln. Ich höre zu und nicke. Ich tue so, als wäre alles normal. Ich bin gut darin geworden. Manchmal spüre ich noch die Kopfschmerzen. Sie kommen seltener. Aber sie sind da. Besonders an Tagen, an denen ich zu viel denke. Dann lege ich mich hin. Ich warte, bis es besser wird. Es wird immer besser. Irgendwann. Ich werde ein Teenager. Ich ziehe mich zurück. Ich verbringe viel Zeit allein. In meinem Zimmer. Mit Musik, mit Gedanken. Ich schreibe Dinge auf, die ich niemandem zeige. Ich weiß nicht warum. Es fühlt sich notwendig an. Meine Schwester zieht irgendwann aus. Sie verabschiedet sich kurz. Sie umarmt mich. Das fühlt sich ungewohnt an. Dann ist sie weg. Ich bleibe mit meinem Vater allein zurück. Die Wohnung ist jetzt noch leiser. Ich bin 16, 17, 18. Geburtstage kommen und gehen. Geschenke liegen auf dem Tisch. Glückwünsche werden gesagt. Ich lächle. Ich bedanke mich. Ich denke an etwas anderes. Niemand fragt mehr nach meiner Mutter. Auch ich nicht. Es ist, als hätten wir alle still einen Vertrag unterschrieben. Wir leben weiter. Ohne Erklärung. Manchmal frage ich mich, ob ich mir alles nur eingebildet habe. Ob sie wirklich existiert hat. Dann finde ich ein altes Foto. Sie steht darauf. Sie lächelt. Neben mir. Neben meiner Schwester. Neben meinem Vater. Ich stecke das Foto wieder weg. Ich beginne zu verstehen, dass Normalität nichts mit Wahrheit zu tun hat. Normalität ist nur das, was lange genug niemand hinterfragt. Als ich 18 bin, ziehe ich aus. Meine erste eigene Wohnung.
Mein Vater hilft mir beim Tragen. Wir reden über Möbel, über Miete, über Termine. Er wünscht mir Glück. Seine Stimme zittert kurz. Dann ist es vorbei. Als er geht, stehe ich allein im Raum. Die Tür fällt ins Schloss. Ich höre das Geräusch. Es ist ähnlich wie damals im Flugzeug. Kurz, hart, endgültig. Ich setze mich auf den Boden. Zum ersten Mal seit vielen Jahren lasse ich den Gedanken zu. Ich lasse ihn ganz da sein, ohne ihn wegzuschieben, ohne ihn zu glätten. Meine Mutter ist verschwunden und niemand hat mir je gesagt, warum. Ich sitze lange so da und zum ersten Mal fühlt sich das Schweigen nicht sicher an. Es fühlt sich wie eine Frage an, die endlich laut wird. Die Wohnung ist still. Zu still. Ich höre jedes Geräusch. Den Kühlschrank, die Heizung, meine eigenen Schritte. Ich bin jetzt allein, zum ersten Mal wirklich allein. Die ersten Wochen sind seltsam. Ich komme von der Arbeit nach Hause und niemand fragt, wie mein Tag war. Ich esse, was ich will. Ich gehe schlafen, wann ich will. Diese Freiheit fühlt sich zuerst gut an. Dann fühlt sie sich leer an. Eines Tages liegt ein Brief im Briefkasten. Der Umschlag ist hell. Mein Name steht darauf. Die Schrift ist ruhig, gleichmäßig. Ich bleibe im Treppenhaus stehen. Ich lese meinen Namen immer wieder. Niemand schreibt mir Briefe. Niemand außer Behörden. Aber das hier fühlt sich anders an. Ich stecke den Brief ein und gehe nach oben. In der Wohnung lege ich ihn auf den Tisch. Ich ziehe meine Jacke aus. Ich wasche mir die Hände. Ich mache alles langsam. Ich weiß nicht, warum ich zögere. Dann öffne ich den Umschlag. Der Brief ist kurz. Keine Adresse, keine Erklärung, nur ein paar Sätze. Sie sind freundlich, vorsichtig. Die Person schreibt über den Tag, über das Wetter, über kleine Gedanken. Am Ende steht kein Name. Ich lese den Brief zweimal, dann ein drittes Mal. Ich spüre ein leichtes Ziehen im Kopf. Kein richtiger Schmerz, eher ein Druck, ein bekanntes Gefühl. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich lege den Brief weg. Ich sage mir, dass es nichts bedeutet. Jemand hat sich geirrt. Am nächsten Tag denke ich nicht mehr daran. Fast nicht. 2 Wochen später kommt ein weiterer Brief. Gleicher Umschlag, gleiche Schrift. Wieder mein Name. Mein Herz schlägt schneller. Ich schließe die Tür hinter mir und öffne den Brief sofort. Wieder kleine Sätze. Wieder ruhig. Wieder ohne Namen. Ich lese von einem Spaziergang. Von einem Gedanken am Abend. Von einem Gefühl der Nähe, obwohl man weit weg ist. Dieser Satz bleibt hängen. Nähe trotz Entfernung. Ich sitze lange am Tisch. Ich beginne zu antworten. Ohne zu wissen, warum. Ich schreibe vorsichtig. Neutral. Ich erzähle nichts Wichtiges. Nur vom Alltag. Von der Arbeit. Vom Wetter. Am Ende schreibe ich keinen Namen. Ich weiß nicht, an wen ich schreibe. Ich bringe den Brief weg. Wochen vergehen. Briefe kommen. Briefe gehen. Immer gleich, immer ruhig, nie persönlich. Und doch fühlt es sich persönlich an. Ich warte darauf. Ich ertappe mich dabei, wie ich jeden Tag in den Briefkasten schaue. Manchmal kommt nichts. Dann werde ich unruhig. Ich gehe öfter runter. Ich schaue nach. Wenn dann ein Brief da ist, atme ich aus. Ich frage mich oft, wer diese Person ist. Ich überlege, ob ich fragen soll. Aber ich tue es nicht. Ich habe gelernt, dass Fragen Dinge verändern. Und ich will nicht, dass sich etwas verändert. Einmal schreibe ich über meine Kindheit. Nur kurz. Ohne Details. Ich erwähne meine Mutter nicht. Aber ich schreibe über das Gefühl von Warten. Über Dinge, die nie erklärt wurden. Die Antwort kommt schneller als sonst. Der Brief ist länger. Die Schrift wirkt etwas zittriger. Die Person schreibt, dass sie das Gefühl kennt. Dass Warten manchmal ein ganzes Leben dauern kann.
dass manche Dinge nicht verschwinden, auch wenn man sie nicht anspricht. Ich lese diese Sätze immer wieder. Etwas in mir beginnt sich zu bewegen. Ganz langsam. Wie ein Gedanke, der sich nicht traut, fertig zu werden. Ich vergleiche die Schrift. Mit alten Dingen. Mit Karten. Mit Erinnerungen. Ich finde nichts. Und doch fühlt sich etwas vertraut an. Zu vertraut. Ich denke an meine Mutter. Zum ersten Mal seit langer Zeit ohne Schmerz, nur mit einer leisen Spannung. Ich schiebe den Gedanken nicht weg. Ich lasse ihn kurz da sein. Dann lege ich den Brief weg. Ich sage mir, dass ich mir das einbilde, dass ich müde bin, dass es Zufall ist. Ich schreibe weiter. Woche für Woche. Jahr für Jahr. Und ohne es laut zu denken, beginne ich, anders zu schreiben. Persönlicher, ehrlicher, als würde mich jemand wirklich sehen. Ich weiß immer noch nicht, wer mir schreibt, aber ich weiß, dass diese Briefe bleiben und dass sie etwas in mir wach halten, das ich lange ruhig gestellt habe. Die Jahre vergehen und die Briefe bleiben. Sie kommen regelmäßig, nicht jede Woche, nicht jeden Monat, aber immer dann, wenn ich sie brauche. Ich weiß es nicht vorher. Ich merke es erst, wenn der Umschlag im Briefkasten liegt. Ich bin jetzt Ende 20. Mein Leben ist ruhig. Ich arbeite, ich habe Kollegen, Bekannte, manchmal Dates. Niemand bleibt lange. Und das stört mich nicht. Nähe ist für mich etwas, das man kontrollieren muss. Die Briefe gehören zu meinem Alltag. Ich lese sie abends, immer am Tisch, immer mit einem Glas Wasser. Es ist ein festes Ritual, und Rituale geben mir Halt. Mit der Zeit verändern sich die Briefe. Die Sätze werden länger, persönlicher. Sie schreibt nicht mehr nur über den Tag, sie schreibt über Gefühle, über Schuld, über Dinge, die man nicht rückgängig machen kann. Eines Abends lese ich einen Satz, der mich nicht mehr loslässt. Sie schreibt, dass sie mich jeden Tag vor sich sieht. Nicht so, wie ich jetzt bin, sondern so, wie ich damals war, mit 8 Jahren, am Flughafen. Mein Herz bleibt kurz stehen. Ich lese den Satz noch einmal und noch einmal. Mein Kopf beginnt zu drücken. Dieses alte Gefühl ist wieder da. Ich stehe auf und gehe im Zimmer auf und ab. Meine Hände zittern leicht. Ich schreibe zurück. Zum ersten Mal nicht vorsichtig. Zum ersten Mal direkt. Ich frage, woher sie das weiß, warum sie das schreibt, wer sie ist. Die Antwort kommt schneller als sonst. Der Umschlag sieht aus wie immer, aber meine Hände fühlen sich fremd an, als ich ihn öffne. Ich lese langsam, sehr langsam. Sie schreibt, dass sie lange geschwiegen hat. Zu lange. Dass sie Angst hatte, mich zu verletzen, Angst, alles kaputt zu machen. Sie schreibt, dass sie meine Mutter ist. Ich lese den Satz mehrmals. Ich lese ihn, bis er seine Form verliert. Meine Brust wird eng. Ich setze mich. Ich stehe wieder auf. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Sie schreibt weiter, dass es ihr unendlich leid tut, dass es keinen Tag gibt, an dem sie nicht daran denkt, dass sie den Moment am Flughafen nie vergessen hat, dass sie weiß, wie falsch alles war. Ich halte den Brief so fest, dass das Papier knistert. Sie schreibt, dass sie mir nicht sagen kann, wo sie ist. Nicht jetzt. Vielleicht nie. Sie bittet mich, nicht nachzuforschen, nicht zu suchen, nicht zu graben, weil sie das nicht aushalten würde und Angst hat, mich ganz zu verlieren. Ich lese diese Zeilen mit Tränen in den Augen. Sie kommen leise, ohne Schluchzen, einfach so. In mir kämpfen Stimmen. Eine will antworten, eine will rennen, eine will schreien, eine andere will den Brief festhalten und nichts verändern. Ich schreibe zurück. Meine Hände sind ruhig, obwohl ich es nicht bin. Ich schreibe, dass ich es immer gewusst habe, nicht bewusst, aber tief in mir. Dass ich viele Fragen habe, zu viele,
aber dass ich ihre Bitte respektiere. Ich schreibe, dass es weh tut, dass es immer wehgetan hat, aber dass ich froh bin, dass sie lebt, dass sie schreibt, dass sie da ist, auch wenn sie weit weg ist. Die Briefe danach sind anders, ehrlicher, schwerer. Sie schreibt mehr über Schuld, ich schreibe mehr über mein Leben. Wir gehen vorsichtig umeinander herum, wie zwei Menschen, die sich lieben, aber Angst haben, sich zu berühren. Ich werde 30, dann 35. Die Briefe bleiben. Sie fragt nie nach meiner Adresse, ich frage nie nach ihrer. Wir halten diese Grenze ein. Sie ist unsichtbar, aber stark. Manchmal denke ich darüber nach, sie zu suchen. Ich könnte es vielleicht. Aber dann lese ich ihre Worte wieder, ihre Bitte, und ich halte inne. Diese Briefe sind alles, was wir haben. Und ich habe Angst, dass die Wahrheit sie zerstören würde. Die Briefe kommen regelmäßig, nicht nach einem festen Plan, aber verlässlich. Manchmal liegen 2 Wochen dazwischen, manchmal länger. Ich denke nicht mehr darüber nach. Es gehört zu meinem Leben, wie der Weg zur Arbeit oder das Licht am Abend. Ich bin Mitte 30. Mein Alltag ist ruhig. Ich stehe morgens auf, fahre zur Arbeit, komme abends nach Hause. Ich koche mir etwas, ich lese, ich schreibe Briefe. Alles fühlt sich normal an. Nicht glücklich, nicht traurig. Einfach richtig. Wenn ich an früher denke, fühlt es sich weit weg an, wie ein anderes Leben. Ich weiß, was passiert ist. Ich kenne die Geschichte. Aber sie tut nicht mehr weh. Sie liegt irgendwo hinter mir. Still, abgeschlossen. Ich öffne einen Brief und lese ihn ohne Eile. Sie schreibt über einen Spaziergang, über einen Baum, den sie jeden Tag sieht, über einen Gedanken am Morgen. Keine Fragen, keine Erklärungen. Ich lächle manchmal. Ich antworte am nächsten Tag. Ich erzähle ihr von meiner Woche, von kleinen Dingen, von einem Kollegen, von einem Film. Ich schreibe ruhig, ohne Druck, ohne Erwartungen. Ich brauche nichts mehr von ihr, nicht wirklich. Es reicht, dass sie da ist. Ein Brief kommt an einem ganz normalen Tag. Ich erinnere mich später daran, weil nichts besonders war, kein Gefühl, kein Zeichen. Ich öffne ihn, lese ihn, lege ihn weg. Ich antworte wie immer. Dann vergeht Zeit. Erst denke ich nicht darüber nach. Eine Woche ohne Brief ist nichts, 2 Wochen auch nicht. Ich arbeite viel, ich bin müde, ich habe andere Gedanken. Nach 3 Wochen schaue ich öfter in den Briefkasten, nicht bewusst. Einfach so, aus Gewohnheit. Er ist leer. Ich zucke mit den Schultern. Nach 4 Wochen halte ich kurz inne. Ich frage mich, ob ich selbst zu spät geschrieben habe, ob mein Brief sie noch nicht erreicht hat. Ich rechne nach. Es passt alles. Ich schreibe noch einmal. Kurz, ruhig, ohne Frage. Ich erzähle von meinem Tag. Ich sage nicht, dass ich warte. Ich bringe den Brief weg und denke nicht weiter darüber nach. Die Tage gehen vorbei. 1 Monat, dann noch einer. Ich merke, dass ich langsamer werde, wenn ich nach Hause komme. Ich höre genauer auf Schritte im Treppenhaus. Ich nehme die Post aus dem Kasten und prüfe sie gründlicher. Rechnungen, Werbung, keine Briefe. Ich fühle keine Panik, keine Angst. Nur etwas Leeres, etwas Offenes. Ich denke an sie, nicht an den Flughafen, nicht an die Vergangenheit, nur an die Briefe, an die Schrift, an den Rhythmus. Ich frage mich, ob sie verreist ist, ob sie eine Pause macht, ob sie einfach vergessen hat zu schreiben. Ich schreibe ein letztes Mal, länger. Ich erzähle von mir, von dem Gefühl, dass alles in Ordnung ist, dass ich gut lebe, dass ich dankbar bin. Ich schreibe nichts zwischen den Zeilen, ich schreibe offen. Ich warte. Der Briefkasten bleibt leer. Wochen werden zu Monaten, die Jahreszeiten wechseln. Ich merke es an der Luft, am Licht, an den Geräuschen draußen. Mein Leben geht weiter.
Ich stehe auf, ich arbeite, ich schlafe. Manchmal halte ich einen Umschlag in der Hand, den ich nie abschicke. Manchmal sitze ich einfach da und schaue auf den Tisch. Ich fühle keine Traurigkeit, nur eine leise Irritation, als hätte jemand ein vertrautes Geräusch ausgeschaltet. Ich weiß nicht, warum sie nicht mehr schreibt. Es gibt keinen Abschied, keine Erklärung, kein letztes Wort. Die Briefe hören einfach auf. Und das Seltsamste ist, dass sich alles trotzdem normal anfühlt. Ich lebe weiter, ich funktioniere, ich lache, ich plane, ich denke nicht ständig daran. Aber manchmal, ganz kurz, frage ich mich, ob das Vergessen jetzt wieder begonnen hat. Nur dieses Mal ohne Anfang.